for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute ein Cape York Zwergpython, also Liasis maculosa aus dem Verbreitungsgebiet Cape York. Der Unterschied zu den in Anführungsstrichen normalen Maculosa ist, dass die farblich viel intensiver sind. Also die Zeichnung viel stärker. Von der Grundfärbung geht es schon wieder fast ein bisschen so in das Grünliche rein. Also sie sind, um es mal ganz blöd banal auszudrücken, sie sind eigentlich 100-mal schöner wie ein normaler Maculosa, zumindest meinem Empfinden nach oder meinem Geschmack nach. Und deswegen wollte ich ihn euch als Intro-Tierchen heute mal zeigen. Unser Thema ist ja heute mit oder ohne Schuppen. Was gefällt euch? Was haltet ihr davon? Sozusagen nackig oder nicht. In dem Fall speziell über die Kornattern. Also Scales ist ja seit einigen Jahren so ein Thema. Gibt es bei den Kornattern jetzt mittlerweile, ich würde mal sagen, sogar an die 10 Jahre schon, wo die ersten Scales rauskamen. Ein interessanter Aspekt ist, die Scales, also eben am Rücken sind sie schuppenlos, Scales, keine Schuppen. Am Bauch haben sie aber ganz normale Beschuppung, wie ihr hier sehen könnt. Ja. Also die haben ganz normale Bauchschuppen bei den Kornattern. Das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt, weil die Tiere natürlich auf dem Bauch kriechen, sich mit dem Bauch sozusagen festhalten. Und die Bauchbeschuppung ist bei den Scales Kornattern ganz normal gegeben. Ja, manchmal gibt es noch ein paar so kleine Schuppen hier oder gegen Körperende, oder am Schwanz hat er noch so ein paar kleine Schuppen. Aber ansonsten sind die nackt. Das fühlt sich auch so nackig an, wenn man da so drüber streicht. Also vom Gefühl her, ich finde es ein angenehmes, schönes Gefühl. Es fühlt sich schön an, wie so eine weiche Haut halt. Aber ich weiß, dass diese Scales natürlich sehr umstritten sind. Manche behaupten, es wäre eine Qualzucht. Diese Anschuldigung würde ich als unbegründet abweisen. Qualzucht würde heißen, irgendwie geht es dem Tier nicht gut. Und den Tiere geht es, soweit man es als Terrarianer beurteilen oder beobachten kann, denen geht es so gut wie jeder anderen Kornatter auch, ob mit oder ohne Schuppen. Sie häuten sich genauso wie eine normal beschuppte Kornatter. Sie bewegen sich gleich, sie fressen gleich, sie gedeihen gleich gut. Ich würde aus Terrarianer-Sicht behaupten, dass es den Tieren nicht schlecht geht und die sich sicherlich nicht quälen, weil sie keine Schuppen haben. Andere Tiere, Hund, Katze ohne Behaarung, da kommen vielleicht Umweltfaktoren dazu wie Temperatur. Die haben ja ihr Fell, um sich gegen die Temperatur zu schützen. Bei einer wechselwarmen Schlange fällt es sicherlich auch weg. Also die braucht die Schuppen sicherlich nicht, um sich warm zu halten oder zu kühlen oder irgendwas. Es ist natürlich ein gewisser Schutz vor Verletzungen, würde ich sagen. So eine Scales verletzt sich vielleicht etwas leichter, wie wenn jetzt da Schuppen drauf wären als Schutz. Wobei ich auch noch nie gemerkt habe, dass sich so ein Tier, also es ist jetzt nicht so, dass die an einem Ast vorbeikriecht und sich den Rücken aufreißt. Das ist rein eine Annahme, dass die Schuppen vielleicht vor Verletzung schützen können. Ob euch das gefällt oder nicht, da muss sich jeder sein eigenes Bild machen. Wie gesagt, ich äußere meine Meinung dazu. Meine Meinung ist, dass es mir optisch ganz gut gefällt, farblich auch. By the way, das ist eine Motley Kornatter. Farblich kommen die Schuppenlosen natürlich noch mal etwas stärker raus. Wenn die Schuppen fehlen, dann knallen die Farben vielleicht noch ein bisschen mehr. Also farblich finde ich es relativ ansprechend. Vom Fühlen her ist es angenehm. Das Schuppenlose fühlt sich angenehm an. Wie gesagt, aus Terrarianer-Sicht, ich konnte noch nie feststellen, dass es den Tieren irgendwie schlecht geht. Aber ich möchte auch jedem anderen seine Meinung lassen. Wenn Leute sagen, um Gottes Willen, ich finde es furchtbar hässlich,
dann finde ich das auch absolut okay. Und so, wie gesagt, vorausgesetzt, dem Tier geht es gut oder die Tiergesundheit ist nicht geschädigt, finde ich, ist die Toleranz wahrscheinlich der wichtigste Punkt, damit umzugehen. Hier nochmal der direkte Vergleich. Scaleless Klassikfärbung übrigens, ne? Also nochmal zum Thema, die Farben kommen besser raus. Klar, das Rot kommt noch intensiver, noch deutlicher, das Schwarz auch. Und hier eine ganz normale Classic Cornatter. Klar, die Farben an sich variieren auch relativ, also die ist jetzt nicht intensiv rot, oder es gibt bestimmt rötere Classic Cornattern, aber einfach nochmal der Vergleich mit und ohne Schuppen. Und was mir bei der Gelegenheit noch eingefallen ist, beziehungsweise gerade als ich die Tiere geholt habe, ein Argument für die Schuppen könnte vielleicht die UV-Strahlung sein, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Tiere sich wirklich in der Natur sonnen, was die standardmäßig, glaube ich, nicht machen, aber sicherlich auch passieren wird, dass die sich in der Sonne mal aufwärmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass die mangelnden Schuppen vielleicht ein Problem sind und die Tiere sowas wie eine Verbrennung oder wie einen Sonnenbrand kriegen ohne die Schuppen, ne? Also das ist reine Annahme. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. In der Terroristik spielt es natürlich keine Rolle, weil wir in der Terroristik keine UV-Strahler verwenden bei Schlangen. Schlangen wollen ja im Prinzip kein UV-Licht oder gehen dem in der Terroristik aus dem Weg. Sie wollen natürlich die Wärme, um sich aufzuwärmen, was wir aber bei der Schlangenhaltung ja über irgendwelche Heatpanels oder Wärmematten oder gegebenenfalls Wärmestrahler machen, ne? Also von dem her, das Sonnenbrandrisiko können wir definitiv ausschließen. Und ansonsten das nochmal als Abschlussbild: mit oder ohne Schuppen, nackig oder nicht. Was gefällt euch besser? Bin mal gespannt, wird bestimmt eine heiße Diskussion geben. Ich bitte euch, tut eine sachliche Diskussion führen, äußert gern eure Meinung, aber macht es bitte auf anständigem, sachlichem Niveau und lasst uns aber gerne wissen, was ihr davon haltet. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.